Herr Ebert, die weltweiten Maßnahmen gegen Covid-19 stellen das Goethe-Institut vor große Herausforderungen. Wie beurteilen Sie die Lage für die Zukunft? Ich schaue optimistisch in die Zukunft. Ich schaue optimistisch in die Zukunft, obwohl natürlich die Herausforderungen für das Goethe-Institut, für Kulturinstitutionen weltweit und für uns alle auch im nächsten Jahr sehr groß sein werden. Warum gibt es ein Goethe-Institut? Das Goethe-Institut leistet einen Beitrag über sein weltweites Netzwerk zu einem friedlichen und verständnisvollen Zusammenleben auf der Welt. Und das geht nur über Begegnungen, 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 und das tun wir im Bereich Kultur und Bildung. Aber was tut man denn, wenn man sich nicht mehr wirklich begegnen kann, wenn man nicht mehr reisen kann, wenn man nicht mehr fliegen kann? Das war die große Frage, der wir uns im Januar gegenüber sahen. Im Januar wurde das Goethe-Institut in Peking geschlossen und die Sprachkurse wurden in den digitalen Bereich übertragen. Im März war dann nur noch ein Goethe-Institut weltweit für den Publikumsverkehr geöffnet, aber die Kollegen haben sehr, sehr aktiv vom Homeoffice aus gearbeitet und den internationalen Kulturaustausch weiter vorangetrieben. Da war natürlich ganz wichtig, dass wir bereits 2013 eine Digitalstrategie entwickelt haben, auf deren Basis wir sehr viele neue Ideen, Innovationen und Investitionen geleistet haben, die dieses Arbeitsfeld bei uns vorangebracht haben. Das war besonders wichtig im Sprachbereich. Sie wissen, wir erwirtschaften etwa ein Drittel der Finanzen, die wir für unseren öffentlichen Auftrag brauchen, selbst über Sprachkurse und Prüfungen. Und da ist natürlich zunächst mal etwas weggebrochen. Und wir waren dann sehr froh, als der Bundestag und die Bundesregierung entschieden haben, dem Goethe-Institut einen Hilfsfonds von bis zu 70 Millionen Euro zu geben, um diese Einbußen abzusichern. Ich bin aber heute sehr froh, dass wir nur einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag aus diesem Rettungsfonds benötigen. Warum war das so? Weil unsere digitalen Angebote im Bereich der deutschen Sprache gegriffen haben. Wir haben die Zahl der digitalen Sprachkursteilnehmer um 500% auf etwa 70.000 erhöht. Auch haben wieder mehrere Institute geöffnet, sodass man Kurse wieder präsentisch anbieten konnte, und wir haben natürlich auch eingespart in dieser Zeit. Also es war für uns sehr wichtig, diese digitalen Angebote hoch zu skalieren, weil wir schon den Boden dafür bereitet hatten. Und das wird auch im nächsten Jahr so weitergehen. Wie können unter diesen Bedingungen Begegnungen auf kultureller Ebene stattfinden? Im Kulturbereich war natürlich auch die Frage, wie setzen wir den Kulturaustausch mit unserem weltweiten Partnernetzwerk fort? Und auch hier hat uns die Digitalisierung sehr geholfen. Es wurden ganz neue Formate entwickelt, ganz neue Formate ausprobiert auf der ganzen Welt, um diesen Kulturaustausch zu leisten. Ich nenne nur eines, Danach-Gedanken, ein Projekt, bei dem wir Stimmen aus der ganzen Welt von intellektuellen Künstlerinnen, Schriftstellern eingeholt haben zur Frage, was bedeutet Covid-19 für Sie und wie sehen Sie die Zukunft nach der Zeit von Covid-19. Und da ist so eine Art intellektuelles Archiv der Krise entstanden, das man auf goethe.de gut finden kann. Wichtig ist mir auch ein Projekt, ein internationaler Hilfsfonds für Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem Bereich Kultur und Bildung, den wir gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und mehreren Stiftungen und Kulturmittlern aufgelegt haben, mit dem Ziel, dass wir zivilgesellschaftliche Organisationen, die unter Druck geraten, finanziell oder auch politisch, in dieser schwierigen Zeit stützen und ihnen Strukturmaßnahmen ermöglichen, um quasi ihre Arbeit fortzusetzen. Denn dieses weltweite Netzwerk wird auch in den nächsten Jahren für unsere Arbeit als Goethe-Institut und als Bundesrepublik Deutschland sehr, sehr wichtig sein. Gleichzeitig haben wir in dieser Zeit natürlich auch gemerkt, dass trotz aller Digitalität die Schutzfunktion und die Begegnungsfunktion unserer Räume sehr, sehr wichtig bleibt. Vielleicht sogar noch wichtiger geworden ist. Wir erleben, wie die Menschen, wenn die Institute öffnen, zurückkommen und diesen Schutz- und Begegnungsraum nutzen und genießen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man beides denken muss in Zukunft, digital und analog, eng verschränkt. Und das wird uns viele Chancen geben für die Reichweite, für die Teilhabe
der Menschen weltweit, weil wir jetzt einfach viele neue Erfahrungen gemacht haben in dieser Zeit, die wir jetzt umsetzen. Seit einigen Jahren beschäftigt sich das Goethe-Institut intensiv mit dem Thema Erinnerungskultur, wozu auch zahlreiche Museumskooperationen gehören. Welche Schwerpunkte setzen Sie in diesem Zusammenhang? Museen sind Orte der Bildung, der Teilhabe, des Austauschs und ihre Rolle wird ja in den letzten Jahren wieder intensiv diskutiert. Das Goethe-Institut ist mit vielen Museen eng verbunden, weil wir natürlich vor Ort sind und einen direkten Kontakt zu den Museen haben. Ich freue mich, dass wir auch im nächsten Jahr sehr spannende Projekte in diesem Bereich haben, beispielsweise Invisible Inventories. Bei Invisible Inventories hat sich das Goethe-Institut mit dem Rautenstrauch-Joest-Museum, dem Weltkulturenmuseum in Frankfurt, dem Nationalmuseum in Kenia und den beiden Künstlerkollektiven Shift und The Nest zusammengetan, um kenianische Objekte, die in Museen des Nordens quasi ausgestellt werden oder zu den Sammlungen gehören, zu inventarisieren und so einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Es wird Veranstaltungen geben, wo über die Frage der Bedeutung dieser Objekte für die Gesellschaften diskutiert wird. Und ich freue mich sehr, dass die Kulturstiftung des Bundes dieses Projekt unterstützt. Ein anderes Projekt in Afrika ist Museum Futures Africa. Da geht es um die Rolle der Museen in der Zukunft. Das ist ein Projekt, das direkt an das Projekt Museumsgespräche anschließt, das wir seit einigen Jahren durchführen. Ein anderes Projekt ist eine große Museumskonferenz in Rio in Brasilien, wo sich das Auswärtige Amt, das Goethe-Institut und viele Museen und Kultureinrichtungen in Deutschland zusammengetan haben, um das Nationalmuseum zu unterstützen. Das Nationalmuseum in Rio ist vor einigen Jahren abgebrannt und es geht in dieser Konferenz, die mit einigen Workshops vorbereitet wird, darum, auch über Museumskonzepte der Zukunft zu reflektieren. Ein anderes Projekt liegt in einer ganz anderen Weltgegend, Embodied Histories mit Museen aus Südostasien. Hier haben sich initiiert vom Goethe-Institut der Hamburger Bahnhof in Berlin, das Museum für moderne Kunst in Chiang Mai, die Nationalgalerien in Singapur und Jakarta zusammengetan, um sich die Frage zu stellen, wie unsere Gesellschaften verflochten sind, wie die Narrative in diesen Gesellschaften sich über die Jahre entwickelt haben und das eben in diesen Ausstellungen abzubilden. 2021 findet wieder ein Kultursymposium in Weimar statt. Was genau ist dafür geplant? Deutschland ist eine global eingebettete Gesellschaft. Das heißt, wir müssen wahrnehmen und lernen, was findet in anderen Gesellschaften statt, welche Gedanken gibt es dort, welche Debatten, welche Lebenshaltungen. Und das bietet das Kultursymposium Weimar. Hier bringen wir Menschen aus Kultur, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft aus der ganzen Welt zusammen, um eine große Frage zu diskutieren. Und das ist 2021 Generationen. Wie sehen Generationenverträge in anderen Gesellschaften aus? Wie gestalten sich Generationenübergänge beispielsweise in Unternehmen? Wie gibt man der jungen Generation eine Stimme? Wie gestalten sich politische Generationen, wie beispielsweise zum Thema Klima und Nachhaltigkeit? Alle diese Fragen werden wir aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und diskutieren. Und hier ergibt sich dann ein Gesamtbild, wo man wirklich lernen kann. Wir haben jetzt eine hybride Form gefunden, das heißt, sehr viel wird digital stattfinden, aber es wird auch mit unseren Partnern in Weimar konkrete Veranstaltungen geben, wo wir uns an das Publikum in Deutschland richten. Wir freuen uns sehr, dass einige Unternehmen des Wirtschaftsbeirats das Kultursymposium Weimar unterstützen. Das sind global aufgestellte Unternehmen, die natürlich ein Interesse haben, auch bei solchen Themen mitzuarbeiten. Also ich freue mich wirklich sehr auf das Kultursymposium Weimar, das 3. Mal, weil ich glaube, hier gibt es wirklich Impulse, die Deutschland braucht und die Deutschland befähigt, diese globale Rolle, die es hat, auch wahrzunehmen und dabei zu lernen.